Am Flughafen habe ich dann beim Check-in die anderen Step-in-Leute getroffen, mit denen ich halt geflogen bin. Und wir haben dann zusammen eingecheckt und dann hatten wir noch eine Stunde Zeit, ja selber was zu machen. Und da war ich dann mit meinen Eltern noch mal was essen halt. Und dann haben wir uns ja alle zusammen getroffen und dann hieß es halt, der Abschied ist da. Und mir fiel das gar nicht so schwer, weil ich habe mich halt schon lange darauf vorbereitet. Also mir war ja klar, dass der Zeitpunkt halt kommt, dass wir uns verabschieden. Deswegen fand ich das gar nicht so schlimm. Also es war schon komisch, weil man es halt nicht realisiert hat, dass man die halt nicht, also ein halbes Jahr so nicht sieht. Aber ich fand, es ging eigentlich. Nachdem ich meine Eltern verabschiedet habe, ging es dann ja für uns alle los. Und der erste Flug war ja Nachtflug, deswegen, also der war halt nur 7 Stunden lang und das ging halt relativ schnell vorbei, da wir halt schlafen konnten. Dann hatten wir eine kurze Aufenthaltszeit in Dubai und dann begann ja der richtige Flug, also der ewig lange, und der ging halt im Schneckentempo vorbei. Am Flughafen wurden wir von einem Shuttlebus abgeholt, der uns dann in ein Internat gebracht haben, wo wir während der Orientation übernachtet haben. Und dann hatten wir noch kurze Zeit, uns zu duschen und uns fertig zu machen und nochmal kurz die Sachen auszupacken für die Orientation. Und dann haben wir erst zusammen gegessen. Dann haben wir die Klassens kennengelernt, die uns die ganze Orientation begleitet haben. Und wir waren halt sehr müde und wir wurden eigentlich nur wach gehalten. Und dann waren wir noch auf dem Mount Eason, wo man eine sehr schöne Aussicht hat über Auckland, haben da Bilder gemacht. The orientation is for 3 days. In the first day, we take it really slowly. We take them to the mall. We basically don't do any talking on the first day because they're pretty tired. The second day, we try to make it a bit more fun. We go out sightseeing. We play a very important game which we call the change game, which the object of that is to try and teach them to be open-minded. And by the time they leave on the 3rd day, I mean, some of them have made friends and they're ready to go. And Chris always says, on the first day you have to stay with us, and by the time you leave you will look more beautiful to see your host family. Meine Gastfamilie holt mich gleich ab und ich bin richtig nervös gerade, weil man hat halt die ganze Zeit darauf gewartet, bis man sie kennenlernt. Man hat mit denen gefacetimed geschrieben, aber irgendwie noch nicht real gesehen. Und ich bin richtig nervös, weil man die Leute halt zum ersten Mal richtig kennenlernt und dann beginnt auch für mich die Schule. Aber irgendwie macht mir das Treffen gerade mit der Gastfamilie ein bisschen zu schaffen, weil das halt schon, der erste Eindruck zählt halt auch ein bisschen. My job is to make them feel at ease, and when the family arrives, to introduce the family to the student. And because sometimes the families are nervous, so it's all about just making everyone feel at ease and they go off smoothly to their family. Der erste Schultag war zum Glück kein Tag in den Klassen. Also wir hatten unter den neuen Internationals einfach ein Treffen. Wir haben unsere Stundenpläne gemacht, unsere Stundenpläne dann bekommen, haben die Regeln erklärt bekommen und alles einfach. Uns wurde die Schule gezeigt. Die Schuluniform ist natürlich komplett was anderes als in Deutschland. Und wir hatten direkt am Mittwoch, also an unserem 3. Schultag, einen Mufti Day. Das ist ein Tag, wo alle mit normalen Klamotten in die Schule kommen. Und dann ist mir aufgefallen, was eigentlich die Schuluniform komplett alles ändert. Weil die Leute haben so anders gewirkt und das hat man einfach vorher durch die Schuluniform nicht wahrgenommen, weil einfach jeder gleich aussieht. Jeder verschwindet in der Menge, aber irgendwie ist auch jeder ist gleich wert, weil man einfach keinen Unterschied hat und es ist morgens viel leichter, weil man nicht überlegen muss, was man anzieht. Und ich finde es gut, mal für ein halbes Jahr das auszutesten.